Wie kann man eigentlich eine Holzoptik möglichst realistisch in Beton umsetzen? Die Frage werden wir heute klären und da werde ich euch mal zeigen, wie ich da vorgehen würde. Ich werde euch dann nachher noch sagen, für was man das gebrauchen kann. Aber bevor wir loslegen können, muss ich jetzt erst noch mal in den Baumarkt, weil um Beton in Holzoptik herzustellen, brauchen wir erstmal ein bisschen Holz. Am besten geeignet ein günstiges Nadelholz, so Fichte oder Tanne in der Art. Ja, mal schauen, was es hier so gibt. Das Holz hier ist nicht geeignet, das ist so Leimholz. Ja, das ist aus verschiedenen Brettern zusammengeleimt. Da bekommt man niemals eine natürliche Optik hin. Das kommt natürlich auch nicht in Frage, weil das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Was ich brauche, ist Nadelholz, was nicht verleimt ist. Naja, müssen wir noch nicht weiter suchen. So, hier schaut es schon besser aus. Das sind einzelne Bretter, nicht zusammengeleimt, mit Maserung. Ja, das passt. Das können wir verwenden. 7,38 € für so ein bisschen Holz. Naja, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wir haben keine andere Wahl und günstiger wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. So, da wären wir schon wieder. Können wir loslegen. Wenn ihr euch jetzt übrigens schon gefragt habt, warum es unbedingt Nadelholz sein sollte, erstens, weil es noch verhältnismäßig günstig ist und zweitens, weil es sich ganz einfach bearbeiten lässt. Und das ist eigentlich auch der wichtigere Grund. Es hat ja auch eine typische Maserung, wie man sie so von Holz kennt. Und das ist für eine Holzoptik natürlich auch wichtig, weil es soll ja auch aussehen wie Holz. Jetzt schneiden wir uns davon erstmal ein Stück ab, wo wir uns dann unser Muster draus bauen. Ich habe jetzt gerade beim Zuschnitt festgestellt, dass das Brett an den Seiten so leicht angefasst ist. Ja, die müssen natürlich auch weg, weil sich das Ganze sonst 1:1 so auf dem Beton abzeichnet und das wollen wir ja nicht. Das lassen wir jetzt schnell über die Tischsäge laufen, dann geht es auch gleich weiter. Ja, jetzt sieht das Ganze schon besser aus, aber jetzt kommen wir auch schon zur ersten Problemstellung. Und zwar haben wir ja hier auf dem Holz die Maserung. Sieht man so hier als die dunklen Linien und die wollen wir ja später ausarbeiten, also die sollen überstehen. Jetzt haben wir hier nur das Problem, dass das Brett natürlich glatt gehobelt ist, also die Oberfläche ist glatt wie ein Babypopo und wir müssen jetzt irgendwie die Holzstruktur zum Vorschein bringen. Ich habe mir da was einfallen lassen und zwar will ich die Oberfläche von dem Holz leicht abflammen, dann noch abbürsten und dadurch müsste dann die Holzmaserung leicht zum Vorschein kommen. Also ja, das soll funktionieren. Oder fällt euch da was Besseres ein? Also mir im Moment zumindest nicht. Durch das Abflammen brennt die Oberfläche ganz leicht ab. Das sieht man hier ganz gut. Die hellen Stellen im Holz, die kugeln deutlich schneller an als die dunklen Jahresringe. Und dadurch kann man die Oberfläche dann nachher mit einer Stahlbürste oder Ähnlichem bearbeiten. Und das angekugelte Holz lässt sich dann ganz einfach entfernen. Die Jahresringe bleiben stehen und dadurch erhält man dann die Holzstruktur auf der Oberfläche, die dann leicht erhaben eben übersteht. Die Optik kann man natürlich auch ein bisschen beeinflussen. Je mehr Holz man runternimmt, desto mehr wird man später die Jahresringe auf dem Holz sehen und natürlich entsprechend auch auf dem Beton. So sieht mein Ergebnis jetzt mal aus. Also ich denke, die Holzoptik ist ganz gut geworden. Hat auch gut Struktur. Hört man ja, wenn man drüber fährt mit dem Fingernagel. Also ich denke, die Optik ist schon mal gar nicht schlecht. Da wir von der Oberfläche her einen Abguss machen wollen, müssen wir es ja noch irgendwie versiegeln. Können wir jetzt einen Lack nehmen oder einen Wachs. Schauen, was ich da habe. Na komm, nehmen wir das Wachs. Der Lack dauert bei den Temperaturen viel zu lang, bis der auskaltet ist und mit dem Wachs können wir gleich weitermachen. Tragen wir jetzt hier einfach auf als Trennschicht, dass uns nachher das Silikon nicht am Holz anhaftet. Und dann ist unsere Oberfläche zum Abformen auch schon fertig. Also das gewachste Holz, muss man so sagen, sieht auch schon ziemlich cool aus. Dass wir das Silikon gießen können, brauchen wir natürlich auch noch eine kleine Umrandung. Dazu habe ich ein paar alte Spanplatten verwendet, die habe ich mir hingeschraubt. Und dann ja, können wir jetzt gleich mit dem Gießen weitermachen. So sieht es jetzt mal aus, meine Gießform. Da könnte ich jetzt theoretisch sofort den Beton reingießen und hätte dann unten die Holzoptik auf der Sichtbetonseite. Aber ich habe was anderes geplant und zwar eine nachhaltige Lösung, die man auch mehrfach verwenden kann und vor allem auch in 2 verschiedenen Varianten verwenden kann. Ich werde jetzt hier eine ganz dünne Matte mit Silikon gießen, dass ich dann den Abdruck von dem Holz habe. Das kann ich dann entnehmen, kann es in die Schalungsform auf dem Boden reinlegen, Beton einfüllen, habe dann die Holzoptik und was man auch noch machen kann, man kann es als Stempel verwenden, also die Matte dann auf den frischen Beton auflegen, leicht andrücken und dann hat man oben auch eine Sichtbetonfläche in Holzoptik. Ja, so ist jetzt mal der Plan. Jetzt mischen wir uns erstmal das Silikon an, da brauchen wir nicht so viel. So,
Wie bereits erwähnt, haben die Silikonmatten den Vorteil, dass man damit auch stempeln kann. Dann kann man zum Beispiel mit Beton verputzte Wände in Holzoptik gestalten. Man kann Fußwege stempeln. Man kann mit der Gießmethode irgendwelche Wandpaneele oder auch Fliesen für die Terrasse herstellen. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten und ich bin aktuell schon am Testen, weil wir demnächst bei uns im Shop auch eigene Gießformen anbieten wollen aus Kunststoff. Da sind wir schon dran, aber das ist echt extrem viel Arbeit, ist auch nicht ganz einfach. Müssen wir mal schauen, wie wir da vorankommen. Ja, sieht doch schon richtig gut aus. Keine Blasen, das Silikon entlüftet und nivelliert sich von allein. Müssen wir nur noch schauen, dass die Gießform auch exakt gerade steht. Das passt auch. Dann können wir es so aushärten lassen. Jetzt für heute Feierabend, morgen geht es weiter. Um nochmal ganz kurz auf das Thema Gießformen zurückzukommen, wenn es da jemanden unter euch gibt, der sich mit dem Tiefziehen von Kunststoff auskennt oder vielleicht auch mit einer entsprechenden Tiefziehmaschine arbeitet, der kann sich gerne mal mit uns in Verbindung setzen. Wir haben nämlich geplant, dass wir uns für die Produktion eventuell selber so eine Maschine zulegen, aber da ist natürlich ein Haufen Fachwissen erforderlich, ein Haufen Tests im Vorfeld und da würde ich mich freuen, wenn wir da mal mit einem Fachmann mal reden könnt. Also, wenn du dich damit auskennst, setz dich gerne mal mit uns in Verbindung, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ja, saubere Oberfläche, kann man nicht motzen und die Maserung ist auch erkenntlich. Das ist gut geworden. Soweit so gut, jetzt muss es dann nur noch auf dem Beton gut aussehen und damit machen wir jetzt dann auch gleich weiter. Die Gießform für den Beton habe ich mir auch schon vorbereitet und da legt man die Silikonmatte jetzt einfach rein. Auf die Oberfläche machen wir jetzt noch ein Trennmittel drauf, dass sich das nachher wieder alles sauber ausschalen lässt und dann geht es mit dem Beton weiter. Dass unser Beton später aussieht wie Holz, braucht es natürlich auch die richtige Farbe, im Optimalfall braun. Wir haben bei uns im Shop mehrere verschiedene Farben für Beton, aber braun haben wir natürlich nicht. Ja, aber braun kann man sich ja auch aus verschiedenen Farben mischen. Wie war es im Kindergarten, wenn man in der Wasserfarben alle Farben zusammengemischt hat, hat man am Ende irgendein dreckiges Braun gehabt. Aber ja, ich glaube, wenn man Rot und Grün zusammenmischt, dann müsste man einen Braunton erhalten. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Von den Pigmenten braucht man grundsätzlich nur sehr geringe Mengen, weil die sind nämlich sehr farbintensiv. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, der Kontrast. Ja, geht auch schon ins Bräunliche. Ich habe jetzt gerade mal noch einen kleinen Schuss Gelb dazu gemischt. Ja, das ist jetzt schon richtig schokobraun. Wetter in Tropenholz. Geben wir jetzt hier bei uns in die Betonmischung rein. Und dann rühren wir alles ordentlich durch. Die Farbe sieht jetzt hier sehr intensiv aus, aber nach dem Aushärten und Trocknen lässt es meistens noch ein bisschen nach. Also wird noch ein bisschen heller. So sieht jetzt aus mein fertiger Beton. Ich habe noch ein Fließmittel beigemischt. Dadurch lässt er sich schön verarbeiten und verdichtet sich fast von selbst. Betonzusatzmittel und alles, was er noch so zum Betonieren braucht, bekommt er übrigens alles bei uns im Grey Element Shop. Da wird das Sortiment in den nächsten Wochen und Monaten noch erweitert werden. Wir haben aktuell einige Produkte in der Pipeline, die wir gerade vorbereiten und die werden jetzt demnächst dann auch im Shop erscheinen. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt schon wieder richtig auf die Frühlings- und Sommersaison, wenn man dann wieder draußen arbeiten kann, wieder größere Projekte betonieren kann. So in der Werkstatt im Winter kann man halt nicht viel machen, kann man nur so kleine Sachen machen, weil es halt von der Aushärtung bei den Temperaturen ein wenig schwierig ist. Aber wie gesagt, der Frühling steht ja schon vor der Tür und dann geht es auch wieder bald ab. Also ich habe einiges geplant, da könnt ihr gespannt sein. Aber jetzt machen wir erstmal dieses Projekt hier fertig. Muss ja noch ausgeschaltet werden und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie die Optik wird, weil sowas habe ich auf diese Art und Weise auch noch nicht gemacht. Am spannendsten ist natürlich die Frage, wie die Holzmaserung auf dem Sichtbeton zur Geltung kommt und ob man sie überhaupt als solche erkennt. Naja, gleich wissen wir mehr. Wow, das ist mal nicht schlecht geworden. Ha! Oder was sagst du? Also das schaut schon mal ziemlich realitätsnah aus, würde ich sagen. Die Oberfläche fühlt sich auch richtig cool an, also das ist gelungen. Ich habe jetzt hier zum Vergleich die drei Bretter nochmal nebeneinander gelegt. Also auf den ersten Blick sieht man jetzt nicht unbedingt, dass das hier Beton ist, oder? Was sagt ihr dazu? Für die perfekte Holzoptik fehlen jetzt eigentlich nur noch die unterschiedlichen Schattierungen, die normales Holz hat. Aber das kann man natürlich mit einheitlich durchgefärbtem Beton nicht nachbilden, das ist klar. Es gibt dennoch eine Möglichkeit, zum Beispiel so Exit-Stain-Säuren, die kann man im Nachhinein noch auf den Beton auftragen und dann kann man den Beton in verschiedenen Schattierungen und verschiedenen Farben nachfärben. Aber da kommt man in Deutschland relativ schwer ran. Das wird hauptsächlich in den USA genutzt, wo sie sowieso viel mehr mit Beton und Sichtbeton im Innenbereich arbeiten. Aber ich bin echt begeistert, also das Ergebnis und die Oberfläche, auch die Haptik, die ist echt richtig gut geworden.
hat genau so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. In diesem Sinne, Projekt geglückt, so kann man es machen, es ist was geworden und wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt wieder irgendwas mitnehmen können. Wenn ja, lasst gerne noch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Projekten, zu neuen Videos. Bis dahin macht's gut. Ciao.